Ich sag mal guten Morgen. Hey Leute, das ist doch mal ein Look. Also eigentlich müsste ich jetzt längst pennen. Ich habe nämlich mal wieder durchgemacht. Eigentlich wollte ich mich hinhauen, aber es ist so schöner Schnee und Sonne. Und ich meine ganz ehrlich, wann haben wir denn hier in Bremen mal Schnee und Sonne gleichzeitig? Das kommt ja eigentlich so gut wie nie vor. Und deswegen drehe ich jetzt einfach eine kleine Runde. Was soll's. Ich habe meinen Akku mit. Ich weiß aber nicht, wie lange der hält, zumal das Handy auch nicht komplett geladen ist und mit der Kälte und so. Deswegen mache ich mal direkt am Anfang jetzt eine kleine Aufnahme. Und ja, jetzt muss ich an der Straße warten mal wieder. Gerade schon fast von einem Fahrrad überfahren worden. So ist das. Guckt mal, wie schön das aussieht. Aber ich gehe jetzt auch gleich einfach ein bisschen in die Natur. Was ganz cool ist, ich habe mir so Handschuhe und eine Mütze bestellt zum Laufen eigentlich. Ich will ja mit Laufen auch anfangen jetzt. Und was ich gar nicht, also ich zeige die mal. So sehen die aus. Pink natürlich. Und was ich gar nicht gesehen hatte, als ich die bestellt habe, ist, dass die Handschuhe, Daumen und Zeigefinger, sieht man, damit kann man das Handy bedienen. Und ich hatte schon mal so Handschuhe aus England, die haben aber irgendwie nur ganz kurz gehalten und danach ging das nicht mehr. Und jetzt im Moment, ich habe das jetzt zum ersten Mal gerade ausprobiert, geht das super. Ich hoffe, dass das eine Weile hält, weil das ist natürlich geil. Dann kann ich nämlich bei den Stories auch die Handschuhe anlassen. Und das ist ja viel angenehmer, als immer die aus- und anzuziehen und kalte Hände zu kriegen. Ich meine, die sind jetzt natürlich nicht so dick, aber ja, besser als nichts. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier sind wirklich auch Leute mit Skiern unterwegs. Wie lustig ist das denn bitte? Als ich mich angezogen habe und so, ist die Sonne natürlich schon etwas weg, aber es ist noch ein bisschen da. Ich werde jetzt mal gucken, ob ich sie finde. Und währenddessen erzähle ich, guck mal, Wertezeichen. Vorbei. Naja, währenddessen erzähle ich euch mal ein bisschen von meiner Online-Bestellungs-Odyssee. Es war ja auch wieder so eine geile Aktion. Und zwar, also hauptsächlich, also Pusheen, diese Katze von Facebook, kennen ja einige, diese Comic-Katze. Und ich bin da ja ein großer Anhänger von. Und die haben echt immer ganz coole Klamotten. Und da hatte ich mir auch ein paar Klamotten bestellt. Die waren teilweise runtergesetzt und da hatte ich schon länger irgendwie ein Auge drauf geworfen. Jetzt sind die also gekommen. Und ich hatte noch ein paar andere Sachen bestellt und ich habe das aber alles vorhin erst anprobiert, weil ich irgendwie vorher echt nicht den Nerv dazu hatte. Und ich meine, bei den meisten hatte ich gelesen, dass sie eine längere Umtauschfrist haben, wegen Corona und so. Ja, und jetzt bei den Pusheen-Sachen ist es echt schade, weil es sind zwei total schöne Kleider. Und ich habe auch extra irgendwie mich vermessen und genau geguckt. Und ich habe auch schon mal Kleider von denen bestellt, deswegen wusste ich eigentlich auch, welche Größe passen sollte. Die fallen eigentlich immer relativ klein aus, deswegen habe ich L bestellt. Und die sind viel zu groß beide. Und ich bin voll traurig, weil die echt schön sind. Aber es nützt ja nichts, wenn die nicht passen. Genau, und dann habe ich noch ein Pyjama bestellt, so kurze Hose und ein langarmiges Shirt. Das ist auch viel zu groß, aber das wusste ich, das war so ein Restposten. Das ist, glaube ich, sogar XL oder so. Das war nicht so schlimm. Und dann hatte ich noch so eine Dreiviertel-Leggings und so einen Crop-Top bestellt. Das sieht jetzt auf dem Foto ganz cool aus, aber da muss ich auch noch mal überlegen, weil die Leggings, die gab es nur noch in XL, die ist eigentlich zu groß. Und man sieht das auf dem Bild nicht so, aber es ist schon grenzwertig, dass sie dann runterrutscht, weil man will die auch eigentlich beim Sport dann anziehen. Und das Crop-Top habe ich extra in M genommen, damit das enger sitzt und das ist viel zu weit und rutscht dann halt auch hoch. Und das ist ja auch blöd. Da muss ich noch mal überlegen. Es ist eigentlich echt cool, aber ich weiß noch nicht, ob ich das behalte. Genau, und bei Pusheen kann ich das auch nicht zurückschicken, weil mit Shipping und so, das ist von Amerika, das macht keinen Sinn. Das heißt, dass ich das dann entweder hier bei Facebook irgendwie loswerde oder bei Instagram oder bei eBay reinstelle. Muss ich ja mal überlegen. Jetzt kommt die Sonne, geil. Ich habe noch mehr bestellt. Und zwar habe ich mir nämlich Laufschuhe bestellt, weil ich ja mit Laufen anfangen will. Achso, habe ich ja vorhin schon gesagt, wegen den Handschuhen, genau. Und ich wollte natürlich pinke Laufschuhe und habe auch voll die schönen gefunden, aber die sind zu klein. Ich habe die in 40,5 bestellt. Ich habe immer so 40, 41, dachte ich 40,5 ist safe. Ich wusste aber nicht, das habe ich jetzt erst gelesen, dass man sich Laufschuhe lieber eine halbe oder sogar eine Größe größer bestellen soll. Das wusste ich nicht. Und selbst ohne das jetzt mit einzurechnen, ich bin da so ein bisschen in der Wohnung hin und her gelaufen,
Die sind leider echt zu klein. Voll schade, weil die gibt es auch nicht in der größeren Größe mehr. Ich weiß nicht, ob es die damals noch gegeben hätte, das ärgert mich. Und dann habe ich noch so Türkise, die passen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das da mit dem Laufen ist, wenn die eigentlich größer sein sollen, aber das kann ich ja mal riskieren, weil die waren auch runtergesetzt. Ich glaube, die haben nur 40 € gekostet. Und die sehen ganz cool aus und sonst nehme ich die so für Freizeit. Aber das werde ich mal ausprobieren. Ja, mit den anderen echt schade. Aber ist jetzt halt so. Dann habe ich mir noch so ein Oberteil bestellt, das ist voll billig, das schicke ich auch zurück. Und da habe ich vorhin schon voll die Panik gekriegt, weil ich meinte auch, dass man da irgendwie verlängerte Frist hat und auf einmal in dem Paket stand aber 14 Tage und die sind schon abgelaufen. Und da war ich schon total genervt. Das kann man ja dann noch mit Kulanz und so meistens klären, aber ich war halt schon voll genervt. Und jetzt hat Andy dann angerufen und gefragt, weil der kann das immer besser am Telefon als ich. Der ist immer so voll charmant und höflich und so, ich ja nicht so. Und jedenfalls, ja, war der Zettel falsch. Also die haben 30 Tage Rückgaberecht im Moment oder immer, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es ein alter Zettel. Und ja, also war der ganze Stress vorhin auch schon umsonst. Ich habe schon überlegt, was ich mit den Schuhen dann mache. Ob ich die dann auch bei eBay verticke oder ob ich die dann versuche, privat so anzuziehen. Aber ich bin trotzdem traurig, weil es die Schuhe halt nicht in der Größe mehr gibt. Ich habe auch überall noch geguckt, bei Amazon und so, aber gibt es nirgends. Und die sind echt schön. Und die sind auch mehr so gepolstert als die anderen, die Türkisen. Ich wollte eigentlich solche, die echt gut gepolstert sind. Wegen meinem Knie und Rücken und so. Aber gut, ist jetzt halt so. Ich werde mal die anderen austesten und dann muss ja eh warten, bis der Schnee weg ist. Weil ich fange jetzt nicht mit Laufen an, wenn Schnee ist. Ist ja auch Schwachsinn. Ja, und sonst bestelle ich mir irgendwann noch mal andere welche. Gibt ja auch mal neue pinke. Genau, die waren nämlich auch runtergesetzt. Die haben auch nur 60 statt 130 € oder so gekostet. Und das ist natürlich schon ein Schnapper für gute Schuhe. Ne? Aber naja, ich muss immer mal den Arm wechseln. Es geht nämlich noch weiter. Ich habe mir dann nämlich noch diese Jumpsuits bestellt. Das ist ganz geil. Das ist nämlich so Bio-Anbau und so weiter. Und das ist aus Bambus. Und das wächst ja total schnell nach. Also das ist super ökologisch. Und es fühlt sich ganz weich an. Ist ganz angenehm. Kann man gar nicht beschreiben. So ein bisschen wie Seide, würde ich jetzt mal sagen. Aber ganz schwer, der Stoff. Also echt angenehm. Fällt dann auch gut. Und das Lustige war, ich folge ja Daniela Katzenberger auf Instagram. Und die ist ja eine der wenigen, die diese ganzen Werbesachen echt charmant macht. Bei den meisten nervt das ja nur, da schaltet man ja auch direkt weg. Aber bei ihr, sie macht das echt gut. Und sie hatte nämlich das beworben. Und da gab es einen 50% Rabatt mit einem Code von ihr. Und das ist halt echt viel, das lohnt sich ja mal. Und ich wollte schon ewig einen Jumpsuit haben und da habe ich mir dann halt 2 bestellt. Ja, aber auch da war jetzt die Frist abgelaufen. Also ich bin froh, dass die jetzt passen, weil sonst hätte ich die jetzt auch nicht umtauschen können. Und der eine ist nämlich in S, weil der war in meiner Farbe, die ich wollte, nicht mehr in M da. Aber der passt trotzdem, ein Glück. Ja, diese schön stretchy und so. Und ich hatte in der Länge so ein bisschen Sorge, aber geht. Also viel kleiner dürfte er nicht sein, aber so geht's noch. Mir auch noch bestellt hatte, das habe ich jetzt gerade vergessen, das war Schmuck. Den habe ich aber schon vor ein paar Tagen vorsortiert. Also da wusste ich auch, ich behalte nicht alles. Und zwar trage ich ja jetzt mittlerweile so gerne Roségold und habe aber fast nichts. Ich habe eigentlich fast nur Silberschmuck, weil ich früher immer eigentlich nur Silber getragen habe. Und ja, da habe ich mir so ein paar Sachen bestellt. Sah halt irgendwie im Shop auch total geil aus. Die Sachen sind auch ganz schön, aber die sind halt total zart. Und wenn man die richtig fotografiert, sieht das halt nach mehr aus, als es dann ist. Sagen wir es mal so. Ein paar Sachen sind okay, die behalte ich, aber ein paar gehen gar nicht. Und halt, also es war auch alles reduziert, aber das ist dann immer noch viel zu teuer. Und das haben wir aber zum Glück schon zurückgeschickt. Genau, das geht nämlich gar nicht. Aber so ein paar Sachen sind ganz schön und na gut, im Moment trage ich eh keinen Schmuck. Was soll man zu Hause oder wenn man durch den Schnee stapft, Schmuck tragen? Sieht ja eh keiner. Aber irgendwann kommt ja vielleicht noch mal Sommer oder so und dann seht ihr das ja vielleicht auch mal. Jetzt habe ich schon überlegt, vielleicht muss ich mir doch mal eine neue Matratze anschaffen. Weil meine ist zwar echt gut, die war auch echt nicht billig, aber die ist jetzt auch schon ziemlich alt. Und irgendwann ist so eine Matratze dann vielleicht auch doch durch. Die kommt mir jetzt nicht so durchgelegen vor. Und ich bin ja jetzt auch nicht so schwer. Dann hält die natürlich auch länger. Es ist so eine Kaltschaummatratze, ne? Die halten ja auch sehr lang. Aber ja gut,
Also vielleicht muss ich mir doch mal darüber Gedanken machen. Habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, dieses Ausgesuche und so. Wenn es die noch gibt, die gleiche, dann kann ich mir die noch mal holen. Das wäre eigentlich das Beste, weil es nervt mich immer so, solche Sachen. Aber die war echt gut. Die durfte man damals sogar so Probe schlafen. Ich glaube, eine Woche oder so. Also sowas ist eigentlich am besten, weil selbst wenn du dich da im Laden kurz drauflegst, ganz ehrlich, das ist ein bisschen wie jetzt mit den Jogging-Schuhen. So, also ich werde dann erst beim Joggen merken, ob die okay sind oder nicht. Andy hat das auch gesagt, dass der das immer erst merkt, wenn er irgendwie blutige Füße hat oder sich sein Fußnagel rausgelaufen hat, dass die Jogging-Schuhe zu eng sind. Wobei, ich habe ihm das jetzt gesagt mit dieser Größe größer, das wusste er anscheinend aber auch noch nicht. Und er joggt ja nun schon ewig, also das finde ich auch irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut, so ist es halt. Ne? Hat halt nicht recherchiert, ich ja auch nicht vorher, hätte ich mal vorher machen sollen. Naja, wäre ich schlauer gewesen. Dazu kommt aber auch, dass ich so schmale Füße habe. Und die meisten Schuhe gibt es dann nur in so einer breiten Größe oder normal, aber nicht in schmal. Und wenn, sind die dann viel, viel teurer. Und auch nicht pink. Ja. Und dann hat man auch nicht so einen guten Halt. Und wenn ich die dann zu groß nehme, bringt das auch nichts, glaube ich. So, damit man mich einmal noch ohne Sonnenbrille sieht. Guck mal hier. Schön, ist immer noch sehr hell. Ah, guck mal, hier ist der Jürgenshof. Stell mal vor, wie schön wäre das, wenn man da jetzt drin sitzen könnte und schönen Kakao trinken und ein Stückchen Kuchen essen. Naja, das ist schon schade, ne? Alles zu. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Aber hinten hat ein Typ so einen Squad und hat hinten die Kinder dran, die hinten im Schlitten. Auch geil.